es ermöglicht dann das Fenster ins Leben von anderen Menschen und mit dem kann man sie besser verstehen. Und so in freier Wildbahn, wenn ich essen mit meinen Freunden oder sonst mit irgendjemandem, ist das einfach, gibt es das auch, aber hier kümmert man sich halt darum und macht das bewusst. Und dann ist man erstens selber präsenter, aber hat auch den Einblick zu Menschen, die nicht die erlauchten 3 Freunde sind, die man sonst hat oder so, sondern halt wie ein bisschen weiter weg sind. Das ist echt mega schön. Und ich lerne etwas über mich. Das ist so der added bonus. Und mir hilft es extrem halt auch umgehen mit meinen Kindern. Man hat auch nie auch sehr verändert. Das hat mir extrem die Augen geöffnet. Und wir haben es jetzt daheim auch viel entspannter, weil eben mehr aufeinander eingeht und man es gegenseitig auch viel besser kann akzeptieren und annehmen und verstehen. Selber mehr Achtsamkeit für sich und das Gegenüber entwickeln, das ist für mich fast der grösste Schatz aus dem Ganzen draus. Oder ich bin heimgekommen mit einer schlechten Laune und habe vielleicht zuerst mal kommuniziert, hey, das und das war jetzt gerade gewesen. Es liegt nicht an euch. Ich muss jetzt den ersten Moment haben, zum Runterfahren. Und dann haben sie immer schon gewusst, aha, die Mami ist zwar jetzt nicht der Schuh, aber ich bin nicht schuld, ich habe nichts gemacht. Und ich habe mich transparenter gemacht und durch das haben sie sich nicht angegriffen gefühlt und haben mich auch viel besser verstanden. Und mittlerweile ist es sogar so weit, dass sie manchmal selber heimkommen und sagen, ich habe eine scheisse Laune, Mami, was liegt in dir? Mir ist es mehr so, also schon in Kontakt mit anderen, das was du gesagt hast, wie besser andere Menschen verstehen oder Leute, die ich mit ihnen vielleicht nicht gleicher Meinung bin oder irgendwie in einem Konflikt bin. Aber auch durch diesen Konflikt ja mich selber besser lernen zu kennen. Und zu erkennen, dass das, was da gerade im Aussen irgendwie nicht stimmig ist, dass das so etwas in mir ist, was nicht stimmig ist. Und dort wie herzuschauen und zu sehen, was ist es denn genau? Und dort wirklich eben verlangsamen und eben, man kommt immer tiefer und tiefer ein Kern von dem her, was dort unstimmig ist. Wie man immer wieder gleich reagiert und das dann zu erkennen, finde ich so, das ist so eine Magie. Sondern es geht dann eben wirklich in die Teufel. Und auch in einer Ernsthaftigkeit. Nicht einfach, ja, ich habe es gesehen, oder ja, ich habe dich gesehen, ja, ich habe mich gesehen, sondern, nein, was ist wirklich da? Was ist das für ein Moment? Der Moment, wo dann wie so die Erlösung da ist, wie so, oh ja, jetzt. Ich bin das allererste Mal da in einem Umfeld, wo alles einfach eine Einladung ist und ich ganz, ganz gut bei mir prüfen, stimmt das jetzt gerade? Bin ich an dem Ort, wo ich diesen Schritt möchte machen oder vielleicht auch einfach mal möchte ausprobieren und dann doch nicht machen, sodass der Raum da zum einfach können dürfen sein und nichts müssen, ich finde, das ist eine enorme Qualität. Also wenn das nicht der Raum da wäre, in dieser Qualität, dann würden wir ganz viel fehlen. Also du redest vor allem auch von dem sicheren Raum, wo auch mit Achtsamkeit miteinander umgegangen wird und wo man auch mal wagt oder den Mut findet, um etwas auszuprobieren und man bleibt sicher, oder? Ja, genau. Oder eben auch, dass man, auch wenn man es nicht wagt oder es nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass das voll gut ist und einfach, ja, man kommt da hin und muss nichts. Und nimmt trotzdem ganz, ganz viel mit. Es ist nicht leistungsabhängig. Es ist halt wirklich ein echter Freiraum, der einem eine Sicherheit gibt. Also für mich war es so schön, dass also die Achterbahn, die es geht, auch zum Teil war es sehr emotional und fast gleichzeitig oder kurz danach hat man gemeinsam wieder über das lachen. Und auch wenn es mal emotional kam, ist es für mich immer ein sicherer Raum gewesen. Es hat auch alles Platz und Raum und das ist für mich so, da bin ich auch dankbar dafür. Ich finde zwei Sachen spannend, so dass Street Giraffe ist, mit anderen Leuten reden, also das sagt ja auch viel aus über, bist du in dieser Haltung inne. Wenn du es nämlich nicht bist und irgendetwas spürst mich, fühlst mich, auf die Gefühlsebene gehst bei der anderen Person, die gar nicht das wette, dann gehst du weit, also
dann gehst du wie zu weit nicht mehr her, wo die Person nicht sein will. Und dann merkst du, die Verbindung funktioniert nicht und um das geht es schlussendlich. Um eine Verbindung zwischen zwei Menschen.